von der Firma IP Projects. Ich bin der Geschäftsführer und wir machen individuelle Hosting-Lösungen für unsere Kunden. Wir sind Ples-Partner seit 2014. Wir sind seit 11 Jahren am Markt und ja, wir wachsen eigentlich jedes Jahr so 10, 15, 20%. Und genau, sind eigentlich hauptsächlich im individuellen Hosting-Bereich tätig, also von Webhosting über Domains, über Clusterlösungen machen wir eigentlich so, sag ich mal, alles. Also wir haben angefangen mit kostenfreien Plattformen, IMSCP oder ähnlichen, die am Markt so unterwegs sind. Und irgendwann kamen quasi die Kunden auf uns zu und haben gesagt, hey, es gibt hier noch Ples oder andere Panels am Markt, wollen wir nicht auch mal Ples in unser Produktportfolio aufnehmen? Und dann haben wir irgendwann uns entschieden, okay, weil Kunden geben uns ja quasi vor, was für Lösungen wir liefern sollen. Und haben uns dann das ganze Ples-Thema mal angeschaut. Damals ein bisschen, ich sag mal, stiefmütterchenhaft behandelt, weil es noch so ein bisschen galt als unübersichtliches, sehr kompliziertes Panel. Und ja, wir haben das zunächst dann über einen anderen, haben wir gesagt, wir gehen lieber zu Ples selber und nutzen dann Vorteile wie den Ples-Support. Bei Ples muss man sagen, wir haben ja die Entwicklung von Anfang an mitverfolgt. Also wir kennen Ples noch vor Confix-Zeiten und Co., also bevor Ples überhaupt existent war. Und wir müssen sagen, dass sich über die letzten Jahre quasi Ples zu einer richtig guten Software entwickelt hat. Gerade was Plugins angeht, es kommen immer wieder mehr Plugins rein, DDoS Protection, Filterlösungen, WordPress Toolkit, Joomla Toolkit. Also man merkt, es wird einfach gearbeitet an dem Panel. Es wird geschaut, was macht für die Kunden Sinn, was können wir noch mit einbauen als Extension, als Erweiterung, wie können wir darüber den Kunden noch einen Mehrwert bieten. Und ja, neben den exzellenten Ples-Support muss man sagen, wir haben teilweise Tickets eingestellt, da waren wir ganz erstaunt, irgendwann 20 Uhr abends, 21 Uhr abends, hatten innerhalb von einer halben Stunde einen Ansprechpartner, der sich um die Probleme gekümmert hat. Innerhalb von 2 Stunden waren Probleme behoben, wo wir sagen können, dass Ples sich einfach in den letzten Jahren zu einem extrem verlässlichen Partner entwickelt hat und eben zu einem extrem guten, was auch wieder einen Mehrwert für unsere Kunden liefert. Also gut, wir jetzt selber nicht, weil wir sind ja keine Agentur, wir machen ja wirklich das klassische Hosting. Aber unsere Kunden, also Agenturkunden und sowas, die nutzen auf jeden Fall das WordPress Toolkit. Ist ja auch wunderbar, Blogs klonen und diese ganzen Sachen. Man muss nicht immer wieder von anfangen. Man kann die Installationen automatisiert machen, wenigen Klicks. Das nimmt ja auch wieder viel Arbeit ab auf der einen Seite, ja. Was halt sehr schön ist, ist zum Beispiel das Firewall-Management über das Ples-Panel. Das heißt, die Kunden haben die Möglichkeit, ohne extrem viel Know-how im Firewall-Bereich die Firewall zu aktivieren, zu konfigurieren. Solche Sachen wie Kernel-Toolkit für die Aktualität von den Kerneln oder also es sind schon wirklich viele, auch die Update-Features natürlich. Also es gab damals noch gar kein Panel auf dem Markt, was überhaupt die Funktion unterstützt hat, automatisch das Betriebssystem zu aktualisieren oder automatisch das Panel zu aktualisieren auf neueste Versionen, ohne dass man dann vorher Backups machen musste, ohne dass man vorher einfach sehr viel administratives Know-how investieren musste. Heute ist das ein Klick mit Plesk und ja, man hat das ganze System aktualisiert. Erst gestern haben wir quasi von Debian 7 ein System aktualisiert mit Plesk, wo dann auch der Support gesagt hat, oh, unterstützen wir eigentlich nicht mehr. Aber es hat auch einwandfrei geklappt. Also ohne, dass wir Ausfälle hatten, ohne, dass wir große Störungen hatten. Nervt jetzt nicht. Ich sag mal, für uns war natürlich der Einstieg sehr schwer, weil wir dadurch, dass wir halt noch nicht diese Abnahmemenge haben, wie das andere Anbieter am Markt haben, kriegen wir natürlich sehr schlechte Konditionen mit dem ersten Einstieg. Das heißt, man fängt an bei 1, 2, 3 Lizenzen, 4 Lizenzen und bezahlt eigentlich effektiv mehr als bei Mitbewerbern am Markt für die Lizenzen im Einkauf schon. Und das sind eigentlich ein großer Negativfaktor bei uns war das, aber wir haben halt gesagt, okay, dafür kriegen wir wiederum andere Leistungen, ohne dass wir einen anderen Dienstleister brauchen, der wiederum das Ganze wieder an das weiter delegiert. Ja. Man muss am Ball bleiben, das ist ganz wichtig. Wenn man anfängt, darf man sich nicht entmutigen lassen. Es gibt immer Rückschläge im Leben, so ist das.
man muss mit Support punkten heutzutage. Also ich sag mal, man muss sich von der Konkurrenz abheben, man muss Punkte finden, die mich besonders machen und die das Unternehmen besonders machen und die einen quasi von anderen Marktteilnehmern unterscheiden, wo dann die Kunden sagen, okay, ich bin eher bereit, bei dir mehr zu bezahlen für die Dienstleistung.